Willkommen zu Dragon Quest 11. Wir sind genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben und sollen zurück nach Hause. Ich habe aber für mich mal etwas vorgespielt, dann ist das nicht ganz so blind und wir sparen uns ein wenig Zeit. Wuff, wuff. Können sprinten mit R2. Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tower, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tower. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Die Reinkarnation des Lichtbringers. Es gibt sich große Mühe einzuschlafen, doch die Gedanken an die jüngsten Ereignisse und seine bevorstehende Reise halten ihn wach. Schließlich. Beute im Beutel. Für das Sammeln 10 verschiedene Gegenstände. Kannst du nicht schlafen, meine Junge? Nun, wen wundert's? Nach all der Aufregung heute und vor allem der großen Neuigkeit. Wenn ich Probleme habe einzuschlummern, mache ich gerne einen kleinen Spaziergang. Die Nachtluft bewirkt bei mir immer Wunder. Ja, wir sollen wenig spazieren gehen. Aber zuerst klettern wir hier rauf. Und zerstören ein paar Krüge. Gut, dann schauen wir mal raus.
und gehen zu dem großen Punkt auf der Karte. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Nach einem langen Tag voller Anstrengungen fällt Sky in einen unruhigen Schlaf. Schließlich bricht der neue Tag an. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Okay, dann gehen wir mal los. Deine Mutter hat mir schon alles erzählt. Sie sagte, du hättest eine wichtige Reise zu unternehmen und dabei bist du noch ein Jungspund. Und bevor du dich auf den Weg machst, solltest du unbedingt den Dorfladen aufsuchen. Du weißt natürlich, wo er sich befindet. Den Hang hier hinunter und dann am anderen Flussufer. Sobald du dich für die Reise eingedeckt hast, begibst du dich zum nördlichen Ortseingang. Wir werden alle dort sein, um dich zu verabschieden. Okay, aber er hier hat noch eine Quest für uns. Ach du liebe Güte, was soll ich nur tun? Oh, wenn das nicht der junge Sky ist. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich muss dich nämlich um einen Gefallen bitten, weißt du? Neulich habe ich mit meinem Jungen gespielt. Wir haben einfach ein bisschen herumgeblödelt. Nun, er hatte da diese Flatterfeder, die er über alles liebt und ich würde nun auf sie wehen lassen. Zum Glück hat der Wind die Feder nur auf das Dach eures Schuppens gepustet. Ich würde sie ja selbst von dort runterholen, aber ich leide unter Höhenangst. Du hingegen bist doch ein mutiger junger Bursche.
Da habe ich mich gefragt, ob du nicht hochklettern und mir die Feder zurückholen könntest. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun. Dir wurde so eine Mission angetragen. Willst du Ja zu diesem Auftrag sagen? Ja, machen wir. Ich wusste, du würdest mir helfen. Du hast dir die Worte des Priesters wirklich zu Herzen genommen. Du weißt schon, die Sache mit der Nächstenliebe. Du bist wirklich ein feiner Kerl. Also, wir dürfen keine Zeit verlieren. Mein Sohn brennt schon darauf, seine geliebte Feder wieder in den Händen zu halten. Geh schnell zu deinem Schuppen. Du bist in deinem Leben sicher schon auf so manches Dach geklettert, aber such dir einfach irgendetwas, worauf du steigen kannst, und drücke den Kreis, um daran hochzuspringen. Wenn du die Flatterfeder gefunden hast, bring sie mir bitte hierher. Ich werde natürlich sehen, ob ich eine kleine Belohnung für dich auftreiben kann. Viel Glück! Scan die Mission Nachbarschaftshilfe an. So, wir sind da oben gewesen und müssen da hochspringen. Flatterfeder und dann haben wir hier noch eine Kiste mit 50 Goldmünzen. Du bist der Sky. Und wie ich sehe, hast du die Feder dabei. Darf ich sie bitte haben? Sky überreicht die Flatterfeder. Danke, ich wusste, du wirst mich nicht im Stich lassen. Ich kann es kaum erwarten, das freudestrahlende Gesicht meines Jungen zu sehen. Ach ja, ich habe hier ja noch eine kleine Belohnung für dich. Sky erhält eine Schlummerblume. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch einen Tipp für dich, der dir hoffentlich weiterhilft. Wenn du jemandem mal etwas Gutes tun willst, halte nach lila Sprechblasen über den Köpfen der Leute Ausschau. Hör dir an, was sie zu sagen haben, und schau, ob du ihnen irgendwie helfen kannst. Es lohnt sich immer, nett zu anderen zu sein. Ich glaube aber nicht, du musst alles stehen und liegen lassen, nur weil jemand deine Hilfe braucht. Du kannst den Leuten auch noch später helfen, wenn du etwas Abwechslung brauchst oder nicht weiterkommst. Also dann, nochmals vielen Dank, Sky. Ich bin dir wirklich was schuldig. Denk immer daran, nett zu anderen zu sein. Dann wird sich schon alles zum Guten wenden. Geschafft. Diese Mission wurde bravourös bewältigt. Okay, dann gehen wir mal zum Laden. Wie ich vorgespielt habe, habe ich mit dem Zweihänder gespielt. Den Durchlauf werde ich mit dem Einhänder spielen. Es lässt also das gute alte Kisslingen nie. Sorg dafür, dass du alles Notwendige dabei hast, bevor du dich auf den Weg machst. Willkommen, werter Kunde, kann ich auf Hilfe kaufen? Okay, das macht weniger Schaden. Eine Topfdeckel bringt uns mehr Rüstung. Das bringt uns auch mehr Rüstung, das kaufen wir uns jetzt erst einmal. So, Heilkräuter haben wir 3. Brauche ich nochmals... Nein, 2 reichen. Kommen wir mal in den Gegenstandsbeutel. Und Gegengifte kaufe ich auch sicherheitshalber nur mal 2. Die darf er einstecken. So, verkaufen kann ich ja nicht wirklich was. Doch, das einfache Gewand. Die 2 Sachen sind, glaube ich, Vorbestellerboni. Werde ich aber nicht benutzen. Gut, dann heißt es mal ab nach draußen. Jetzt ist es also soweit. Mein kleiner Krieger bricht nun tatsächlich auf. Es kann gut sein, dass du ein Weilchen fort bist. Hoffentlich hast du dich auch von allen verabschiedet. Also, bist du bereit? Ja. Dann ab mit dir. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us.
I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. Sky erhält die Karte von Erdrea. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Wait! Here, take this with you. I made it for you. Sky erhält Sandras Talisman. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Ja, wir müssen in die Hauptstadt und mit dem König sprechen. Pferde sind ein unglaublich praktisches Mittel, um große Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Manchmal musst du allerdings auch Gebiete betreten, die nur zu Fuß zugänglich sind. Aber keine Sorge, läute einfach eine der vielen Rufglocken, die in ganz Erdrea zu finden sind, und ein getreues Ross galoppiert sofort wieder zu dir. So, ja, er erklärt uns nur, dass das die Glocken sind. Und wir können galoppieren. Mit dem Galoppieren können wir die kleinen Monster umrennen. So, wir werden uns aber auf den Weg zum Lagerfeuer machen. Aber vorher noch ein paar Kämpfe bestreiten.
So, ich habe Fach, aber sonst noch nichts. Denn es schadet nicht schon, ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. So, gegen dich möchte ich kämpfen. Okay, verschwunden. Schade. Im Moment reicht ja das normale Angreifen noch vollkommen aus. Außerdem habe ich das eine oder andere Heilkraut gerade noch. Wir werden gleich ein wenig weiterlaufen, denn dort gibt es einen neuen Gegnertyp. Und außerdem sind wir sehr viel näher am Lager dann. So, Stufe 4. Perfekt. Dann laufen wir, oder reiten wir mal weiter. Diesmal nehmen wir die Miesrabe mit. Ah, schade, zu langsam. So. Hier sind wir im Gebiet, wo auch dann das Lagerfeuer ist. Steigen wir hier mal ab. Das sind die neuen Gegnertypen. Saure Gurken. Okay, 3 Stück. Ich glaube, die haben nur 10 Leben und da ich den Kampf mit dem Angriff gestartet habe, hatte der nur noch 8 Leben. Der erste. Ein Hellkraut.
Erfahrungspunkte sind ja schon mal ziemlich gut. Kräftigung eine starke Sache. Wenn ein Gruppenmitglied oft angegriffen wird oder bestimmte andere Strapazen zu bewältigen hat, erreicht es irgendwann einen gekräftigten Zustand, der seine Leistung im Kampf steigert. Weil nichts ewig wird, flaut der Effekt nach einigen Runden wieder ab und der Charakter ist wieder ganz der alte. Gruppenmitglieder, die am Ende eines Kampfes noch gekräftigt sind, bleiben es allerdings auch zu Beginn des nächsten Kampfes. Ja, wir machen jetzt mehr Schaden. Ausweichchance ist erhöht. Und noch andere vorteilhafte Sachen. Erinnert ein wenig an den Super Saiyan, nur dass er keine blonden Haare bekommt. Die Haare nicht einfach aufgestellt werden. Da vorne ist dann schon das Lagerfeuer. Wir nehmen aber noch den einen oder anderen Gegner hier mit. Denn beim Lagerfeuer werde ich den Part beenden. Und wir sind gerade gekräftigt. Ein Hornhase. Ein Level Up wäre noch schön. Okay, Kräftigung ist weg. Noch immer kein Level Up. So, den Kampf machen wir noch und wenn ich dann kein Level Up habe, dann ist es auch egal. So, wir nehmen hier das Hellcord. Was macht der Talisman? Oh, erhöht die Abwehr. Sollte ich dann vielleicht ausrüsten?
Level up. Schade. Dann laufen wir hier hin. Hey, einen Augenblick. Wollt ihr gerade hinlaufen? Oh, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said. Keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Gut, wir können jetzt da am Lagerfeuer campen. Dies ist eine Feuerstelle. Möchtest du hier dein Lager aufschlagen? Ja, machen wir. Wir werden hier aber erstmal aufstehen. Die Gegenstände. Der Talisman. Ausrüsten. So, sehr gut. Das können wir transferieren. Ausrüstungsbeutel. Genauso das hier. Und das hier. Kann ich etwas verkaufen? Die Sachen sind unverkäuflich. Okay, und die Sachen brauche ich alle. Er hat nichts Spezielles außer Chimärenflügel. Damit kann ich mich immer wieder also Verbrauchsobjekt kann ich mich ans Lager zurück teleportieren, in dem ich zuletzt war. Deswegen nehme ich mal 2 mit. So, hier kann ich dann speichern. Ich werde mich aber jetzt erstmal ausruhen. Bis zum Tagesanbruch. Und jetzt werden wir dann bei der Statue noch speichern. So, da seht ihr, ich habe 2 Stunden 23 insgesamt vorgespielt. Also nicht wirklich viel. Wir werden hier Slot 3 speichern. So. Und dann war es das auch schon für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.